Also ganz konkret, wir sind da als Hochschule immer daran interessiert, aktuelle gesellschaftliche Themen zu verknüpfen mit unseren Lehrinhalten. Meine Projektgruppe besteht ja aus vielen jungen Menschen mit vielen Hintergründen und Geschichten und Zielen, die zu einem kurzen Zeitpunkt in ihrem Leben aufeinandertreffen, im Studium und jetzt in diesem Projekt. Menschen, die sowohl in ihrem Standort als auch bei anderen Ansprechpartnern weltweit, sowohl in Präsenzsitzungen als auch online in der Lage sind, gemeinsame Ziele zu erkennen und die Wege zu finden, wie trotz Hindernissen und Schwierigkeiten, wie man gemeinsam diese Ziele erreichen kann, um Verbesserungen in unserer Gesellschaft umzusetzen. CSR, Corporate Social Responsibility, heißt die Verantwortung eines Unternehmens für die Gesellschaft, in der das Unternehmen auch aktiv ist. Es ist allerdings eine Sache, die deutlich mehr ist als reine Public Relations. Also es geht über das hinaus, als nur das Unternehmen halt möglichst positiv darzustellen, sondern eben auch von innen herauskommend diese Verantwortung in der Gesellschaft zu leben. Ganz allgemein verstehen wir unter CSR, dass ein Unternehmen sich gesellschaftlich engagiert. Also sagt, ich bin nicht nur profitorientiert, sondern nehme auch meine gesellschaftliche Verantwortung wahr. Wenn ein Unternehmen Verantwortung übernimmt, einmal natürlich, wie das Wort schon sagt, im sozialen Bereich, aber sicherlich auch im ökologischen oder auch wirtschaftlichen Bereich. Das Unternehmen gesellschaftliche, soziale und auch ökologische Verantwortung übernehmen. Wozu auch ein nachhaltiges Wirtschaften gehört, weil wir stehen heute global, die Gesellschaft wie auch die Unternehmen, alle vor ganz großen Herausforderungen. Unternehmen zum Beispiel engagieren sich mit sozialen Themen in externen Projekten, aber auch intern. Also sprich, man könnte entsprechend halt auch Projekte finanzieren über Sponsoring, um dann halt Gutes zu tun in sozialen Projekten, aber auch intern in den Unternehmen, sodass die Mitarbeiter halt engagiert sind in sozialen Diensten. CSR ist für uns als Oliver Wyman unser Instrument, an die Gesellschaft zurückzugeben, was wir Positives persönlich und als Unternehmen erfahren haben. Es ist auch ein Mittel der speziellen Kommunikation und Interaktion mit Kunden von uns. Viel mehr Kunden, immer mehr Kunden bauen CSR-relevante Aktivitäten auf und da unterstützen wir sie teilweise. Corporate Social Responsibility ist für mich ein Engagement, das über das normale Interesse eines Unternehmens hinausgeht. Das heißt, der soziale Aspekt, das heißt, welche Verantwortung trägt eine Firma für die Gesellschaft und wie engagiert sie sich in der Gesellschaft. Ja, was machen wir? Das machen wir. Das ist bayerisch und bedeutet, das machen wir. Es steht also hier sinnbildlich für die Maßnahmen unserer Interviewpartner. Das machen wir ist auch der Name des Aktionstags Münchner Unternehmen. Stellvertretend stand uns hierfür Frau Barbara Lenz zum Interview zur Verfügung. Der Münchner Aktionstag ruft zum Corporate Volunteering auf, was uns zu einem weiteren Interviewpartner führt. Die IHK für München und Oberbayern vertritt die Interessen der gesamten oberbayerischen Wirtschaft und fördert Unternehmen mit Dienstleistungen wie zum Beispiel Exportberatung. Die Kernaufgabe der IHK ist vor allem die Wahrung der Ideale des ehrbaren Kaufmanns. Ein weiteres Unternehmensnetzwerk ist Wir Zusammen. Wir Zusammen organisiert Flüchtlingsprojekte mit den teilnehmenden Unternehmen. Dazu kommen aber auch noch Vereine und Institutionen. So bieten Wir Zusammen Qualifizierungs- und Integrationskurse für Flüchtlinge in Deutschland an. Unterstützung für Geflüchtete bietet auch Jonas Better Place. Sie helfen bei der Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur. Zudem gibt es eine Akademie und betreutes Wohnen. Auch Obdachlose werden hier versorgt, vor allem im Winter durch ihr Kälteschutzprogramm. So einen Schutz vor Kälte braucht das Christkindl glücklicherweise nicht. Es bekommt sogar noch Hilfe beim Geschenkeverteilen. Die Infineon AG organisiert zum Beispiel jährlich den sogenannten Geschenkeregen.
bei dem Kinder aus Heimen von den Mitarbeitern beschenkt werden. Die Maßnahmen von Infineon gehen aber weit über diese Aktion hinaus. Der global aufgestellte Konzern implementiert Themen wie Umwelt, Arbeitsschutz und Antidiskriminierung in die gesamte Unternehmensstruktur. Ein weiterer Interviewpartner ist das Ronald McDonald House in München-Großhadern. Die Stiftung baut Gemeinschaftshäuser in der Nähe von Krankenhäusern und bietet Apartments für die Familienangehörigen schwerkranker Kinder. Viele Ehrenamtliche unterstützen die Familien in der schweren Zeit nicht nur bei alltäglichen Aufgaben, sondern kreieren einen Ort von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Doch nun von den ganz Kleinen zu den ganz Großen, unseren Senioren. Wer kennt ihn nicht, den altbekannten Spruch: Nirgends schmeckt es so gut wie bei Oma. Genau das war auch die Geschäftsidee von Kuchentratsch. Hier treffen sich Senioren aus ganz München, um gemeinsam Kuchen zu backen und dann an ihre Kundschaft auszuliefern. Dieses Geschäftsmodell bietet den Senioren nicht nur eine Plattform, um neue Leute kennenzulernen, sondern auch eine Möglichkeit, beruflich aktiv zu bleiben. Unser nächster Gesprächspartner ist die globale Strategieberatung Oliver Wyman. Oliver Wyman unterstützt Unternehmen unter anderem bei der Implementierung von CSR-relevanten Maßnahmen in ihre Geschäftsmodelle. Des Weiteren kooperiert das Unternehmen mit mehreren Stiftungen und Non-Profit-Organisationen und führt diverse Pro-Bono-Projekte durch. Ein besonders junger Ansprechpartner ist Recap. Das Startup hat den Einwegbechern den Kampf angesagt und ein Modell entwickelt, das dem Pfandflaschensystem ähnelt. Der Recap Mehrwegbecher kann bei allen Partnern bundesweit abgegeben werden und ist ein Schritt in die grünere Zukunft. Grün, wie es rund um die Isar blüht. Dass der Fluss eines der beliebtesten Orte ist, um ein Bierchen zu trinken, ist sich die Paulaner Brauerei bewusst und versucht mit ihrem Projekt Deine Isar diesen Treffpunkt auch möglichst sauber zu halten. Neben der Sauberkeit an und in der Isar kümmert sich Paulaner ebenfalls um Innovationen und hat hierfür einen eigenen Stiftungspreis namens Salvator-Preis ins Leben gerufen. So unterschiedlich wie unsere Interviewpartner und deren Geschäftsmodelle sind, haben sie doch alle eins gemeinsam. Die Gewinnerzielung steht sozialem Engagement und Nachhaltigkeit nicht im Weg. Diese Haltung ist nicht neu. Den Begriff ehrbarer Kaufmann kennt man in Europa seit mehreren Jahrhunderten. Zunächst einmal scheint es ja, dass es da ein Widerspruch ist, Profit machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich auch für die Gesellschaft engagieren. Klar, man muss auch sagen, ein Unternehmen muss Profite machen, um zu existieren. Ein Unternehmen ist nicht vergleichbar mit einer Charity-Organisation, vielleicht einer Kirche oder einer anderen Gemeinschaft, die halt eben diese ehrenamtlichen Ziele auch nur verfolgt. Ein Unternehmen muss Profit machen. Es gibt allerdings beim Unternehmen natürlich auch den ehrbaren Kaufmann. Das ist ja ein Ethos, was man hier auch gerade in Deutschland auch hat, wo man auch sagen kann, ein Kaufmann oder auch ein Unternehmen muss sich halt versuchen, möglichst ehrlich innerhalb des Umfeldes, innerhalb der Konkurrenz, innerhalb der Gesellschaft auch zu bewegen. Und darauf aufbauen kann man sagen, wir haben eine gewisse Verantwortung für die Gesellschaft und versuchen die eben durch diese Corporate Social Responsibility Aktivitäten auch zu leben. Uns war wichtig, ein Ansatzpunkt ist auf jeden Fall dieser ehrbare Kaufmann. Der ehrbare Kaufmann ist eine Haltung. Für mich ist es die Haltung, wie wirtschafte ich einfach, ne? Und eben nicht auf Kosten anderer, nicht auf Kosten meiner Mitarbeiter, nicht auf Kosten der Umwelt und nicht auf Kosten der Gesellschaft. Und weiß aber gleichzeitig auch, oder weiß das mir auch zunutze machen, weil ich bin ja nicht nur ehrbar, sondern auch Kaufmann. Ich muss auch Geld verdienen. Selbstverständlich ist es dann auch ein Business Case, ne? Ich kann damit auch Innovationen treiben. Da gibt es ja auch ganz viele Beispiele von Unternehmen, die sich mittlerweile mit CSR deutlich im Markt auch positioniert haben und einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet haben. Im Social Business Bereich, wo wir uns bewegen, ist es ganz verbreitet, dass es oft Vereine sind, auch die also wirklich dann auch ohne Profit-Gedanken arbeiten. Da möchten wir auch uns dagegen stellen. Also wir sind ganz klar For-Profit, wir sind eine GmbH und wir möchten zeigen, dass man aber mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und mit nachhaltigen Prozessen, die auch eben etwas mehr kosten, trotzdem irgendwann profitabel sein kann und sich stemmen kann und so langfristig bestehen kann, ohne irgendeinen negativen Impact auf die Gesellschaft zu haben. Und das ist die größte Herausforderung. Ich glaube, es ist aber auch ein Stück weit selbstverständlicher geworden für die Unternehmen, dass sie sich eben auch engagieren müssen und dass sie aber auch über das Engagement dann auch reden. Auch das ist in der Vergangenheit nicht immer so gewesen. Man sagt ja, tue Gutes und rede darüber. Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit eher Gutes getan und nicht darüber geredet, aber auch das ändert sich sicherlich. Ich bin mir sicher,
Viele Unternehmen leben das letztlich auch schon, der eine mehr und der andere weniger. Man spricht vielleicht auch nicht drüber. Das ist ja bei uns auch so, dass man jetzt oftmals viel Gutes tut, aber gar nicht drüber sprechen muss. Aber ich meine, das ist auch ein Punkt, weil auch wenn es abgedroschen klingt, tue Gutes und sprich darüber, weil man einfach viel stärker auch voneinander lernt. Und das merke ich auch, dass gerade dieser Austausch so wichtig ist, dass man dann mitbekommt, du machst das, und dann kommt man wieder auf Ideen. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass sich jemand dann hinsetzt, ein Geschäftsführer, und eben alles von A bis Z durchblättert und dann das 1:1 umsetzt. Wird schwierig, aber ich glaube, man muss immer noch mal so ein stärkeres Feuer entfachen, und dann denkt man einfach per se, also immanent quasi auch immer in diesem Denkmuster. Also dass letztlich CSR oder Nachhaltigkeit nicht nur so ein grüner Anstecker ist, jetzt mache ich mal eben noch ein bisschen was mit, sondern integrativ im Unternehmen selber immer mitgedacht wird, und das dann natürlich am besten vom Azubi bis zum Geschäftsführer. Grundsätzlich, was wir uns natürlich seitens Wir zusammen wünschen, ist, dass wesentlich mehr Unternehmen aktiv werden. Und ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, erfährt erstmal die Komplexität. Also es ist nicht leicht, auch Geflüchtete in Arbeit zu bringen oder in den Unternehmen aufzunehmen, die Mitarbeiter auf diese Projekte onzuboarden, halt auch mit begleiten zu lassen als Mentoren. Wir haben die Verknappung der Ressourcen, wir haben den Schwund der Artenvielfalt. Das heißt, uns wird die Grundlage nicht fürs Leben, sondern auch für die Wirtschaft, die Grundlage für ihr Wirtschaften entzogen, den Unternehmen. Und deshalb muss man reagieren. Und schön ist, wenn Unternehmen das für sich erkennen und eine sogenannte CSR-Strategie entwickeln, die sie im Unternehmen dann auch umsetzen, implementieren und auch leben, dass sie einfach für die nächsten Jahre gut aufgestellt sind. Sondern vielmehr glaube ich, dass die Herausforderung, der wir uns gegenüber sehen, eine globale Herausforderung ist, dass wir nämlich global ein gemeinsames Verständnis für die Herausforderungen unserer Zeit brauchen und dass dieses auch gesellschaftspolitisch hinterlegt wird. Also ich glaube einfach, dass die Herausforderung aber auch die Chance ist, dass wir gemeinsam sowohl die Unternehmen, die Regierung, die NGOs, alle Stakeholder und jeder Einzelne von uns immer wieder gefragt und gefordert ist, an diesen Herausforderungen seinen Beitrag zu leisten. Mittlerweile nagt das schlechte Gewissen deutlich stärker. Es ist aber noch nicht so weit, dass ich sofort jetzt ein Fairphone kaufen würde. Und natürlich wäre es jetzt gut, wenn es irgendwann Mainstream kommt, das Thema. Und da ist es einfach noch nicht. Und da muss man wahnsinnig viel dran arbeiten. Und da meine ich, kann man eben viel über Werbung auch machen. Aber Werbung wird wieder finanziert von Unternehmen. Unternehmen müssen Werbung in diese Art und Weise machen. Und da sind es natürlich vor allem wieder die Großen, die sehr viel bewegen können. Die machen schon auch sehr, sehr, sehr viel. Aber man kann natürlich das Wirtschaftssystem oder so die Art des Wirtschaftens natürlich nicht komplett von heute auf morgen umstellen. Das funktioniert natürlich nicht, das ist schon klar. Aber ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie stark sich jetzt große auch Automobilkonzerne, obwohl die ja aktuell stark am Pranger stehen, aber nichtsdestotrotz sich um Fragen der nachhaltigen Lieferkette kümmern. Ganz klar. Das ist ganz entscheidend jetzt auch. Und ich bin mir sicher, da wird sich sehr, sehr viel tun, aber es muss eben deutlich ganzheitlicher angegangen werden und nicht nur punktuell, und man muss vom Reden ins Tun kommen. Und da fehlt es halt noch. Die soziale Verantwortung ist meistens durchaus kostenintensiver, als nur auf die Finanzen zu schauen. Das fängt zum Beispiel bei Flyerdrucken an. Wenn man Flyer sehr günstig über die Standardmethoden bestellt und nicht mit recyceltem Papier, dann kostet das einfach 10-mal weniger. Was ist das Nachhaltigste? Was können wir uns als Startup auch leisten? Das ist natürlich die Herausforderung, dass wir auch sehr begrenzte Ressourcen haben. Herausforderung ist sicher, dass man einen guten Balance findet als Unternehmen, wo investiert man sein Geld. Dass man einerseits die großen Schiffe nutzt, um zu den bedürftigen Organisationen oder zu bedürftigen Leuten durchzudringen. Und andererseits, dass man neue Ideen eben auch fördert und identifiziert. Die sind manchmal nicht so einfach aufzufinden. Wir wollten nicht ein System erschaffen, das wieder abhängig ist von Externen, wo es heißt, wir brauchen im Jahr eine staatliche finanzielle Spritze oder wir brauchen von irgendeiner karitativen Institution eine Unterstützung, sondern unser Ziel war immer zu sagen, wir können uns selbst tragen. Und ich glaube auch damit
mit dem Gedanken kann man erst Vorbild sein für andere Unternehmen, die vielleicht bis jetzt nicht CSR so sehr inkorporiert haben in ihr Unternehmen, indem man sagt, man kann profitabel sein und gleichzeitig sich gesellschaftlich engagieren. Das schließt sich nicht aus, sondern kann sich auch befruchten. Das sind eben auch die Fragen, die sich jetzt aktuell stellen. Wie komme ich dazu, dass eben noch viel mehr Kunden natürlich nach Konsumenten, nach nachhaltigen Produkten nachfragen. Bedarf sicherlich auch der Aufklärungsarbeit, da bin ich wieder beim Stichwort BNE. Aber natürlich dürfen sich Unternehmen auch nicht zurücklehnen und sagen, ja, die Nachfrage ist ja nicht da, ne? Das kann nicht funktionieren. Man soll sich mit diesem Lifestyle, der auch gerade entsteht, um Nachhaltigkeit wirklich identifizieren können. Man soll nicht in eine Falle treten, die einfach auf den ersten Blick nur nachhaltig aussieht. Ich denke, es wird wichtiger sein, weil auch unter anderem, weil Marken sich differenzieren möchten auf dem Markt, Unternehmen, und ein freundlicheres Gesicht zeigen möchten. Die Konsumenten sind mit den Produkten zufrieden, mit dem Preis, was kann man noch machen, und ich glaube, die Gesellschaft wird immer sensibler dafür für sowas, und die Firmen werden reagieren immer mehr. Und ich muss sagen, ich höre immer wieder, dass manche das nicht gut finden, weil sie denken, es ist nicht ernst gemeint von den Firmen, es ist nur Marketing. Ich gönne es den Firmen, wenn sie auch dadurch einen besseren Ruf bekommen. Hauptsache, wir alle Individuen und Organisationen engagieren uns für Verbesserungen in unserer Gesellschaft. Wo liegt die Grenze zu Greenwashing? Gerade zum Beispiel bei großen Unternehmen, die nachweislich in der Wertschöpfungskette viele Fehler machen, scheint mir, dass Corporate Social Responsibility eher benutzt wird, um Risiken zu minimieren oder den Gesetzgeber bei Laune zu halten, um verwerfliche Praxis zu vermeiden, um Image aufzubauen, um abzulenken. Wenn wir selber als Unternehmen erfolgreich sind, versuchen wir auch etwas zurückzugeben. Das ist eigentlich die Kernidee unseres Engagements. Ich glaube, der gesellschaftliche Mehrwert liegt auf der Hand. Wir können nicht langfristig so weiter wirtschaften, wie wir das aktuell tun. Und da möchten wir auch ganz klar ein Zeichen setzen. Ich glaube, das ist eine Beziehung in zwei Richtungen. Das ist eine Beziehung in die eine Richtung, weil wir CSR-Projekte auch so aussuchen, dass sie zu unseren Werten passen. Und dementsprechend ist es eine Art Filter, eine Vorselektion, die auch so stattfindet. Also wir haben zum Beispiel als eins unserer Themen, wir wollen Impact kreieren beim Kunden. Und wir wollen auch in CSR-Projekten Impact kreieren. Wir wollen was hinterlassen, was wirklich zu einer Veränderung führt, mit der sich die Leute identifizieren können und die den Unternehmen, den NGOs oder Stiftungen, die wir helfen, wirklich weiterhilft. Das ist die eine Beziehung. Die andere Beziehung ist sicher, dass unser Wertesystem bei Oliver Wyman wächst anhand solcher Projekte, im Laufe solcher Projekte und der Sequenz von vielen solchen Projekten in vielen verschiedenen Ländern, weil wir eben ganz andere Wertesets kennenlernen und weil wir auch verstehen, welche Wertesets in Zukunft relevant sind in welchem Kontext. Das heißt, die CSR-Projekte mit ihren eigenen Wertestrukturen und die Wertestrukturen, die wir kennenlernen, formen wiederum die Oliver Wyman-Werte. Weil wir sehen es eher als ein Personalentwicklungsthema. Wenn ich meine Mitarbeiter in solche Projekte für einen Tag stecke, dann machen sie einen Perspektivenwechsel. Sie treten aus ihrer Comfortzone heraus. Sie tauchen in fremde Lebenswelten ein, mit denen sie sonst nichts zu tun haben. Sie lernen ihre Kollegen in einem ganz anderen Kontext kennen, als nur sich gegenüber zu sitzen, E-Mails zu beantworten, zu telefonieren. Es passiert ganz viel im Bereich Teambuilding. Dafür ist es sehr gut einsetzbar. Was hierbei besonders schön ist und warum ich es erwähne, ist einfach dieser gemeinsame Erfolg. Also Unternehmen schafft eine Plattform und gemeinsam mit dem Mitarbeiter tut man etwas Gutes für einen Dritten, der es wirklich braucht. Und das ist eben sehr konkret und wie gesagt, es ist ein schöner gemeinsamer Erfolg, der letzten Endes Identität stiftet. Die Frage der sozialen Verantwortung, jetzt nicht nur, dass wir sagen, also wir wollen damit irgendwie Gutes tun, sondern es ist einfach Bestandteil in unserem Unternehmen und wir sehen darin auch große Vorteile. Aber wir erkennen das eben, dass in Teams, wo diese Verantwortung dann gegeben ist, wo diese Gebundenheit da ist, wo man sich aufeinander verlassen kann, die Krankheitsrate extrem gering ist, dass die Leute Spaß haben bei der Arbeit, dass sie
viel leisten. Also wir kriegen ganz, ganz tolles Feedback. Für manche ist es, also einer hat gesagt, es ist ein Schritt zurück ins Leben nach einer längeren Krankheit. Andere sagen, es ist so ein bisschen Familienersatz und da kriegen wir total viel zurück und es ist echt schön, da zu arbeiten in so einem Umfeld. Dass man auch einfach als Mensch so ein bisschen geerdet wird, ne? Dass man eben sagt, es gibt Probleme, die Familien haben, die einfach so übermächtig sind, dass ich einfach ganz froh sein kann, dass ich gesund bin und dass meine Familie gesund sind. Das ist schon mal so was ganz Einfaches, ne? was eine Rückmeldung ist von den Mitarbeitern, auch von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern eben. Aber generell ist es natürlich für die Firma auch wichtig, das zu kommunizieren. Natürlich ist für Unternehmen da auch ganz wichtig, dass sie sich bei diesem Thema vernetzen können, dass sie sich mit Experten austauschen können, auch mit der Wissenschaft selbstverständlich austauschen können. Da tut sich ja Gott sei Dank auch schon sehr viel. Wichtig aktuell und ja auch ein sehr relevantes Thema ist die Transparenz in der Lieferkette, nachhaltige Lieferkette, nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Aber bei allen anderen Werbematerialien, Verpackungsmaterialien und so, da wird schon die Gesellschaft erwartet immer mehr, dass wir auch im Blick haben, wo kommen diese Sachen her und wie werden die hergestellt. Und das ist der globale Aspekt, der sicherlich auch in allen Unternehmen wichtiger wird. Man sollte halt schauen, dass es auch passt. Es gibt bestimmte Dinge, die werden, wenn man es jetzt international sieht, CSR hier in Deutschland passen, woanders in Afrika oder in Südostasien passen die halt nicht, weil die Gesellschaften vielleicht andere Prioritäten haben, andere Dinge, die halt wichtig sind. Wenn hier in Deutschland für manche Bevölkerungsgruppen halt gut gesorgt ist, durch das soziale Sicherungssystem, in Afrika beispielsweise nicht, muss natürlich die CSR unterschiedlich ansetzen. Und Nachhaltigkeit heißt letztlich auch, dass wir mit allen Partnern und auch der Umwelt und eben unserem gesamten Umfeld so umgehen, dass wir ihnen auch in Zukunft noch in die Augen schauen können. CSR sollte sich damit beschäftigen, Themen, die aktuell für eine Gesellschaft sind. Und das ist derzeit in Deutschland und in Europa sehr wichtig. Erstens, weil wir viele Menschen bekommen aus anderen Ländern, die hier eine Chance suchen, aber auch, weil Europa älter wird und braucht, gerade in Deutschland, wo die Wirtschaft momentan sehr gut läuft, braucht man andere Arbeitskräfte. Naja, wir wissen alle, wie stark wir das Problem haben mit dem Fachkräftemangel, dass viele Stellen oder wir eine gute, florierende Wirtschaft haben, viele Stellen offen sind, nicht besetzt werden können, weil halt dementsprechend die Fachkräfte fehlen oder Mitarbeiter fehlen. Somit liegt natürlich ein großes Potenzial bei den Geflüchteten. Wir wissen, das braucht einen langen Atem. Wir müssen da vieles dazu beitragen, dass halt hinsichtlich der Qualifikationen und so weiter halt noch weiter ausgebildet wird. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine gute Chance, um genau diese Lücke zu füllen. Naja, das größte Problem ist eigentlich, dass viele Geflüchtete die Sprache noch nicht ideal sprechen, gerade berufsbezogen die Sprachkenntnisse noch nicht besitzen. Und zum anderen natürlich auch die Qualifikationen, also auch was die einzelnen Berufsgruppierungen anbelangt. In den einzelnen Branchen bestehen halt noch nicht die Kenntnisse, müssen erst aufgebaut werden. Ausbildungen sind häufig nicht bekannt in den einzelnen Ländern, somit muss erst der Geflüchtete quasi an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Das ist nochmal ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig war, auch bei diesem Thema Integration von Geflüchteten. Es kann nicht zielführend sein, wenn ein Geflüchteter dann nach wenigen Monaten wieder abgeschoben wird. Das hilft weder dem Jugendlichen noch natürlich dem Unternehmen. Es sollen hier Planungssicherheit für die Unternehmen da sein. Also wenn dann mal ein Auszubildender aus den entsprechenden Ländern eingestellt worden ist, dann soll der hier auch so lange bleiben dürfen. Also so eine Art, ich nenne es mal eine Art Abschiebeschutz. Naja, also die wichtigsten Strukturen, die Deutschland geschaffen hat, ist, glaube ich, tatsächlich bei aller Diskussion, die wir gerade haben, das, was die BAMF und die BA geleistet hat. Also dass es halt Integrationskurse gibt für die Neuankömmlinge, dass halt erstmal die Geflogenheiten in Deutschland gelernt werden, dass die Sprache gelernt wird, Gebräuche, ein Ankommen gewährleistet wird. Und all das ist natürlich auch von der Regierung und von den Behörden halt dementsprechend geleistet worden. Aber ich würde es nicht nur aus der wirtschaftlichen Perspektive betrachten, auch nicht aus der demografischen Perspektive, sondern auch kulturell. Europa ist das alte Kontinent
Und ich glaube, es wird uns allen gut tun, wenn wir uns für andere Vorangehensweisen öffnen, auch andere Methoden in der Arbeit und uns gegenseitig bereichern. Wir haben globale funktionale Strukturen. Das heißt, aufgrund dieser globalen funktionalen Strukturen unserer Unternehmensphilosophie und einfach der globalen Präsenz ist es völlig unabhängig, welche Nationalität, Geschlecht, Religion ein Mitarbeiter ist. Die Leistungsbeurteilung, die Karrierechancen sind gleich. Beispielsweise haben wir in Asien mit 19% Frauen in Führungspositionen unsere selbst gesteckte Erwartung oder Ziel bereits heute überschritten. Und von daher stellt sich gar nicht die Frage, dass wir jetzt Menschen irgendwie versuchen zu integrieren in irgendeine Richtung, sondern wir managen im Grunde die Verschiedenheit. Und das ist immer eigentlich jeden Tag eine neue Herausforderung, sich auch für den anderen zu interessieren, die Unterschiede zu spüren, nach Lösungen dann zu suchen, aber eben immer mit dem, dass man sagt, ja, also wir sind halt alle unterschiedlich und auch die Kulturen sind unterschiedlich und wir erkennen da auch einen Wert. Also wir haben im Grunde bei uns eine Vereinbarung zu Diversity, das heißt die Unterschiedlichkeit in den Kulturen, der sexuellen Orientierung, all dem, was der Mensch so mitbringt. Also die Verschiedenheit ist bei uns das Normale. Diversity wird bei uns gelebt einfach, dass wir versuchen einfach diese breite Bild zu haben, ja, nicht nur diese Tunnel zu haben, dass wir ein Ziel erreichen wollen mit bestimmt, sondern wir denken immer, man muss in der Bewegung immer achten, auf was neben sich läuft. Ja. Das heißt, die Welt verändert sich, die Menschen entwickeln sich. Die Entwicklung von CSR in den nächsten Jahren, ich sehe das ehrlich gesagt kritisch. Als ich angefangen habe vor 12 Jahren mit dem Thema, dachte ich, das macht total Sinn. Da werden uns die Leute die Bude einrennen, weil das ist da etwas, was wir brauchen. Wir brauchen Sinn. Wir arbeiten alle viel, wir arbeiten alle mit Themen, die wirklich schwierig sind und nichts wirklich damit zu tun haben. Außerdem leben wir in einem System, wo in der Wirtschaft es nur darum geht, zu wachsen, immer weiter zu wachsen. Das funktioniert aber nicht, dieses System, auf längere Zeit. Nur die Leute sind teilweise so unter Druck inzwischen schon, sind so getrieben von Zahlen, von Umsatzzahlen, die erreicht werden müssen, von immer weiteren, höheren wirtschaftlichen Gewinnen auch, dass solche Themen natürlich absolut hinten überfallen. Corporate Social Responsibility ist, glaube ich, ein starkes Thema geworden. Es ist immer noch nicht extrem in der breiten Masse und vor allem auch nicht auf der Ebene angekommen, wo es stehen sollte. Und ich denke, dass da allgemein in dem Bereich sehr viel passieren wird in den nächsten Jahren, weil das Thema Nachhaltigkeit ein absoluter Megatrend ist, den wir global erleben werden. Und je früher es die Unternehmen merken, umso schöner ist es für die Welt. Also viele Unternehmen sind mittlerweile ihrer Verantwortung bewusst. Dementsprechend finden halt schon viele Projekte in den Unternehmen statt. Es ist immer eine reine Definitionssache, wie CSR in den einzelnen Unternehmen gesehen werden. Somit hat sich halt auch vieles auch schon getan. Also viele Unternehmen haben sich gemeinsam mit den Mitarbeitern halt eigene Projekte entwickelt, schließen sich externen Geschichten an. Und somit sieht man, dass es halt immer wichtiger wird. Wir merken halt auch gerade bei den Projekten von Wir zusammen, dass die Unternehmen oder die Mitarbeiter, die in den Unternehmen neu anfangen, auch häufig fragen, in welcher Art und Weise sie engagiert sind. Also ist das auch wichtig für ein Unternehmen, fürs Image und für die Positionierung des Unternehmens, halt auch aktiv in CSR-Projekten zu sein. Ob es dann immer so heißen wird, ob es nur die Social Responsibility ist oder auch die Environmental Responsibility, ist immer von den Unternehmenszielen abhängig und das würde ich mir auch wünschen, dass es nicht nur auf die Gesellschaft geht, wobei die Gesellschaft sehr oft natürlich auch die Umwelt mit einschließt. Ich glaube, dass man als moderner Mensch jetzt auf der Suche ist nach Dingen, die einem noch mehr geben als bloße Befriedigung von Grundbedürfnissen, nämlich nach einer Sache, die irgendwie wo Herzblut mit drin steckt, wo man das Gefühl hat, man verändert vielleicht auch die Welt in eine positive Richtung. Und ich glaube, deswegen bekommen wir so viel positives Feedback, weil die Leute, die bei uns kaufen, die einerseits schätzen die den leckeren Kuchen, aber andererseits sagen die auch, hey, ihr macht eine tolle Sache und wenn ich mal alt bin, dann will ich, dass es sowas gibt, dass es solche Möglichkeiten gibt. Es ist schön, dass jemand die Gesellschaft so mitgestaltet. Besonders in Deutschland, genau, müssten Studenten, aber nicht nur Studenten, wir alle sensibilisiert werden, weil
Wir gehen davon aus, dass unser Wohlstand ganz normal ist und selbstverständlich. Und wir gehen auch davon aus, dass es so weiterhin sein wird. Wir haben Strom, wir haben Sicherheit, wir sitzen am Arbeitsplatz und sagen, dass wir viel Stress haben, aber eigentlich ist unsere Situation gesichert. Wir haben keine Angst, dass jemand reinkommt und uns was passiert. Aber es ist in der Welt nicht immer der Fall überall. Viele Menschen sind nicht so sicher wie wir. Sie essen nicht jeden Tag, sie müssten ihre Wohnungen, ihre Länder verlassen. Und deswegen ist es so wichtig, so ein Projekt durchzuführen, aber auch darüber zu reflektieren, sensibilisiert zu sein, was ist alles nicht selbstverständlich von dem, was ich habe und wie kann mein Beitrag sein, dass ich anderen Menschen, anderen Ländern, anderen Institutionen helfe, dass dieser Wohlstand für uns alle da ist, nicht nur für uns. Letzten Endes sind die globalen Herausforderungen heute der Schlüssel, dem wir begegnen müssen. Und das kann man nur durch eine vernünftige Unternehmenskultur. Und ich glaube, dass Unternehmen, die sich dieser Herausforderung nicht konstruktiv stellen, langfristig nicht überleben werden. Die das nicht Teil ihres Geschäftsmodells machen, werden meines Erachtens nicht langfristig erfolgreich sein können. Dass dieses Thema extrem gewachsen ist in den letzten Jahren und dass wir sehr, sehr viele Anfragen haben. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer mehr kommt, denke ich. Und ich für meinen Teil bin da sehr gut abgedeckt mit meinen Projekten. Also ich hatte bisher noch nie Probleme, eine Firma zu finden, die uns unterstützt bei einem bestimmten Projekt oder so. Wir haben eine unglaublich große Wirtschaft und unglaublich viele Unternehmen. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Und da ist noch viel, viel, viel zu machen. Es gibt ganz großes Potenzial noch, aber es machen viele, es können aber noch mehr. Man muss eben den Mut haben, Neues zu probieren. Mal wird es funktionieren, mal wird es vielleicht auch nicht funktionieren. Aber wenn man es nicht versucht, dann wird es auf jeden Fall nicht funktionieren.